weiß, dass Sie Nina einen Job in Ihrer Agentur angeboten haben. Aber ich kann Sie auch verstehen, dass sie das im Moment nicht will. Es gibt auch noch eine andere Möglichkeit, um wieder besser drauf zu kommen. Aha. Dann stoßen wir auf den neuen kulinarischen Höhepunkt in unserer Stadt doch einfach an. Gute Idee. Auf deinen erfolgreichen Neuanfang. Ich dachte, du wolltest immer das No Limits haben. Ja, aber nicht jetzt und nicht so. Ich hab's doch nur gut gemeint. Versuchst doch nur dein schlechtes Gewissen zu beruhigen, weil du Arno immer noch liebst. Ja überhaupt nicht, was du sagst. Oh doch, ich habe nämlich Augen im Kopf. Ich wollte dir ein Geschenk machen, uns beiden. Aber gut, wenn du nicht willst, dann verkaufe ich's No Limits halt wieder. Jetzt weich mir nicht aus. Es ist doch offensichtlich, was in dir vorgeht. Warum gibst du es nicht einfach zu? Du liebst Arno immer noch. Das ist nicht wahr. Oh nein, natürlich nicht. Ich empfinde nichts mehr für Arno. Wann glaubst du mir das endlich? Erika, du redest es dir ein, seit er Mom kennengelernt hat. Aber es stimmt nicht. Warum gibst du es nicht endlich zu? Ich bilde mir das doch alles nicht ein. Du kommst hierher mit übertriebenen Geschenken, streitest dich ständig mit Mom. Nina, ich möchte jetzt darüber nicht reden. Sag es mir, bitte. Bist du eifersüchtig wegen Arno? Ja. So, und beim nächsten Mal geht's auf die Halfpipe. Ja klar, und beim übernächsten Mal fahre ich im Rollstuhl. No risk, no fun. Wegen. Hilf mir lieber beim Ausziehen. Jetzt und hier? Quatsch, die Schuhe, ich meine die Dinger hier. Ach so. Naja, dann mal her mit dem Beinchen. Zieh! Mach ich ja. Geht's? Ja, Moment. So, bitte sehr, die Dame. Du hast es übrigens wirklich gut gemacht. Wirklich? Ja, du bist talentiert. Das war ein schöner Vormittag. Ich kann jetzt auch schon 20 Meter alleine fahren. Gabriella, was ich sagen wollte, also... Ich bin froh, dass wir alles geklärt haben. Obwohl ich dir die Treue-Testerin auf den Hals gehetzt habe. Welche Treue-Testerin? Ja, ich habe sowieso gleich eine Vorlesung. Also dann, bis später. Daniel. Tschüss. Ich dachte, ich bin drüber weg. Aber immer wenn ich Arno mit ihr zusammen sehe, dann kommen all die Gefühle wieder in mir hoch. Ich kann es dir nicht erklären. Vielleicht brauche ich mehr Zeit. Ja, vielleicht. Aber deswegen muss ich doch nichts für uns ändern. Ich liebe dich, Nina. Und deswegen habe ich dir die Kneipe geschenkt. Dachtest du, ich glaube dir sonst nicht? Nein, womöglich war das der falsche Weg, aber es ändert nichts daran, was ich für dich empfinde. Und was ist mit Arno? Nichts. Du bist mir viel wichtiger, glaub mir das doch nicht. Erika, es ist lieb, dass du ehrlich warst, aber ich weiß im Moment weder, was ich glauben kann, noch wie ich damit umgehen soll. Und du bist nicht böse, dass ich bei Isabel bleiben will? Unsinn. Wir holen Paris einfach nach, wenn es ihr wieder besser geht. Du bist auch wirklich nicht enttäuscht? Nein, wirklich nicht. Entschuldigung, ich wusste gar nicht, dass ihr noch hier seid. So kann man sich täuschen. Ja, wir wollten Isabel in ihrem Zustand nicht alleine lassen.
Ach, dann war Ihr Schwächeanfall doch etwas Ernstes. Nein, nein, nein. Es besteht keine Gefahr. Sie fühlt sich nur noch sehr schwach. Naja, da wäre ich natürlich auch nicht gefahren. Er hätte in Paris ja gar keine Ruhe. Trotzdem kannst du uns erzählen, wie es bei dir gelaufen ist. Was meinst du? Na, den Verkauf des No Limits. Oder ist bei dir auch was dazwischen gekommen? Durchaus nicht. Herzlichen Glückwunsch. Ninas Mutter und Erika Sander haben sich am Schluss fast drum gestritten. Ja, dann steht der Eröffnung des Bistros ja nichts mehr im Wege. Richtig. Und ihr seid herzlich eingeladen. Hast du denn den Übernahmevertrag schon unterschrieben? Ach, eine Formsache. Ich warte nur noch auf grünes Licht von Herrn Müller. Hi. Hi. Machst du mir eine Cola? Eine Cola. Wie war's beim Inlineskaten? Nett. Ist irgendwas? Gabriele hat wirklich Talent, so fürs erste Mal. Ach ja? Dann ist ja alles klar zwischen euch. Geht so. Ich rede vom Inlineskaten. Eigentlich läuft alles echt super, aber sobald wir uns zu nahe kommen, blockt sie ab. Du musst ihr noch etwas Zeit geben. Vielleicht hat sie einfach Angst vor deinem Temperament. Ich werde einfach warten, bis sie selber will. Als er mich so zärtlich geküsst hat, dann habe ich gedacht, Ja? naja, und dann hat er sich einfach verabschiedet und ist zur Uni gegangen. Vielleicht hatte er ein wichtiges Seminar. Wichtiger als ich? Das kann man doch überhaupt nicht vergleichen. Ich glaube, der will nicht mehr. Was? Wie kommst du denn darauf? Ich weiß nicht. Wir verstehen uns super, aber jedes Mal, wenn wir uns näher kommen wollen, es klappt einfach nicht. Daniel liebt dich. Ich bin mir ganz sicher, dass er genauso gerne mit dir schlafen will, wie du mit ihm. Ja, das glaube ich ja auch, aber Vielleicht will er dich einfach nur nicht bedrängen. Wundern wird's mich nicht nach all den Missverständnissen. ein bisschen liegt es ja auch an mir. Ich weiß einfach nicht, wie ich es anfangen soll. Falls es dich beruhigt, das war bei Uli und mir ganz am Anfang auch so. Nur ihr hattet Erfahrung. Na, das hilft in dem Moment auch nicht weiter. Du wirst sehen, irgendwann läuft alles wie von selbst. Wirklich? Ich würde einfach mal abwarten. Und wenn dir danach ist, machst du eben den ersten Schritt. Ja, super. Soll ich hingehen und sagen, hallo Daniel, ich würde jetzt gern mit dir schlafen oder was? So schwer kann das doch nicht sein. Du wolltest ihn doch schon mal einladen mit diesem Brief. Und der ist leider nie angekommen. Eine gute Idee mit dem Golfurlaub. Sie kommen zurück und Ihre Wohnung ist fertig renoviert. Da müssen Sie was falsch verstanden haben. Während ich weg bin, wird hier überhaupt nichts renoviert. Es hat noch jede Menge Zeit, wenn ich zurück bin. Wie Sie meinen? Sie wissen doch, der Umbau ist Arno gegenüber das beste Argument für unsere gelegentlichen Besprechungen. Ah, dann sollen wir es doch vielleicht ruhig angehen lassen. Richtig. Gut Ding will Weile haben. Und trotzdem verstehe ich nicht, warum Sie jetzt gerade wegfahren. Barbara von Anstetten ist ausgezogen, der Graf verreist. Herr Brandner, lassen Sie uns besser oben weiterreden. Für gewöhnlich erwarte ich in meinem Schloss gegrüßt zu werden. Oh, Verzeihung. Ich dachte, ich befinde mich gerade auf Christophs Terrain. Kannst du auf einmal kontern. Haben dir das deine neuen Freunde beigebracht? Du weißt, was Freunde sind? Du kannst dir natürlich selbst aussuchen, wen du verrätst und wen nicht. Wie großzügig von dir. Und das ist dein neuer Sekretär? Naja, es findet sich immer jemand, der im Zweifelsfall den Kopf hinhalten muss, was? Hat sie irgendein Problem? Ein großes sogar. Nur sie weiß noch nichts davon. Hi. Hallo, Milli. Willst du was trinken? Ja, klar. Wo ist denn Nina? Die hat sich einen Moment hingelegt. Was ist denn? Hat sie sich über deine Überraschung nicht gefreut? Nein, sie hat sich nicht gefreut. Mittlerweile kann ich auch ganz gut verstehen, warum. Ich verstehe überhaupt nichts. Nina glaubt, ich will ihr das No Limits nur geben, weil ich ein schlechtes Gewissen habe wegen Arno. Wie wegen Arno? Ein schlechtes Gewissen, weil ich eifersüchtig bin. Ich muss mich einfach dran gewöhnen, dass er genauso das Recht hat, sich neu zu verlieben wie ich. Was willst du jetzt machen? Tja. Zuerst muss ich wohl Frau Schneider bitten, den Kaufvertrag zu annullieren. Du fragst dich auch, was aus deiner Mutter geworden ist, was? Früher wusste ich ja immer, war alles eine Antwort. Ach, Quatsch. Ich find's toll, dass du offen darüber reden kannst.
ob Nina das auch alles so toll findet. Hey, sie weiß doch, dass du sie liebst. Da bin ich mir nicht mehr so sicher. Ich habe ihr Vertrauen schon viel zu sehr strapaziert. Wenn ich sie nicht verlieren will, dann muss ich meine Gefühle endlich in den Griff kriegen. Sie wollen diese Frau Schneider doch bestimmt einen Denkzettel verpassen. Manchmal finde ich sie etwas sehr neugierig. Und Neugierde ist eine sehr gute Eigenschaft. Sie führt zur Erkenntnis. Geduld ist auch eine gute Eigenschaft. Ja? Gräfin von Anstetten? Ein Herr Müller möchte Sie sprechen. Danke, ich lasse bitten. Herr Müller. Guten Tag. Guten Tag, Gräfin. Ja, Herr Brandner, wir waren ja nun sowieso fertig mit unserer Besprechung. Natürlich. Dann darf ich mich verabschieden? Ja, Sie dürfen, in der Tat. Schön, dass Sie so schnell gekommen sind. Und wenn ich gar nicht gekommen wäre? Bitte setzen Sie sich doch. Tee? Danke, nein. Sie wissen sicher, warum ich Sie sprechen will? Sie wollen, dass ich mein Geschäft mit Frau Schneider platzen lasse. Ihrem Auftreten zufolge sind Sie dazu immer noch nicht bereit. Es ist einfach so rentabel für mich. Außerdem habe ich einen Ruf zu verlieren. Sie sagen es. Was soll das heißen? Das soll heißen, dass Sie mich offensichtlich missverstanden haben. Ich bin nicht bereit, mit Ihnen darüber zu verhandeln. Lassen Sie das Geschäft mit Frau Schneider platzen. Aber es wäre ein Verlust für mich. Den ich Ihnen ersetzen werde. Ich verstehe nicht. Ja, dann muss ich wohl noch deutlicher werden. Wenn Sie nicht tun, was ich sage, werde ich mir einen neuen Makler suchen. Was das für Sie bedeutet, das wissen Sie ja. Frau Schneider für Sie. Hallo. Müller. Guten Tag, Frau Schneider. Ja, Herr Müller. Natürlich können wir uns sehen, Herr Müller. Von mir aus auch sofort. Passen Sie auf, wir treffen uns auf Friedenau. Ja? Bis gleich. Tschüss. Ciao, Heino. Ciao. Frau Schneider, gut, dass ich Sie treffe. Frau Sander, schauen Sie sich um. Es gehört alles Ihnen. Kann ich kurz mit Ihnen sprechen, bitte? Tut mir leid, ich habe jetzt einen dringenden Termin. Wie wär's denn mit heute Abend? Das kann ich auch schwer sagen. Ich denke, ich habe den ganzen Tag mit den Vorbereitungen für mein neues Bistro zu tun. Natürlich. Dank Ihrer Hilfe kann ich heute wahrscheinlich alles unter Dach und Fach bringen. Bei mir läuft im Moment alles wie am Schnürchen. Hallo Erika. Hallo. Also rufen Sie an, wir machen einen Termin aus, ja? Nein, nein, das wird nicht nötig sein. Also wenn es um die Organisation des No Limits geht, helfe ich Ihnen gerne. Nein, nein, das hat sich erledigt. Auf Wiedersehen. Wiedersehen. Und wünschen Sie mir viel Glück. Wiedersehen. Du musst ja nicht gleich was Neues anfangen. Ruh dich doch erst mal aus. Heino meint, ich wäre ein Idiot, wenn ich mit dem Geld nicht was Größeres machen würde. Ja, muss ja auch ziemlich komisch für ihn aussehen. Was? Er rackert sich ab, um die Fliegerei zu bezahlen. Und ich hab die Kohle und mach nichts damit. Ja, so ungefähr. Aber es ist ja auch wirklich dein Ding. Hey. Hi. Oh, hallo. Hi. Möchtest du mitkommen? Wir wollten gerade zum Streetballplatz. Oh, nee, ich wollte dich eigentlich was fragen, aber ich hätte ja auch vorher anrufen können. Nein, ist okay. Schieß los. Naja, es gibt da so einen Badesee im Wald und eigentlich wollte ich dich fragen, ob du Lust hast, mitzukommen. Ein Badesee. Tja, also... Von mir aus gehen wir schwimmen. Was guckt ihr mich denn so blöd an? Mir macht das echt nichts aus. Ziemlich dummes Gesicht, Mr. Obercool. Schon verstanden, ich gehe woanders spielen. Ciao. Mann. Tja, dann bin ich wohl genau zum richtigen Zeitpunkt gekommen. Das bist du auch. Sind wir endlich mal allein und ungestört. Nina, jetzt sei doch vernünftig. Wo willst du denn überhaupt hin? Ich weiß noch nicht. Mal sehen. Ja, ich kann ja vielleicht in ein Hotel ziehen. Dann muss Erika mich nicht ständig sehen. Das hat doch damit nichts zu tun. Ja, aber vielleicht. Halt dich da endlich raus, Mama, ja?
Ohne mich wär's doch gar nicht erst so weit gekommen. Jetzt hör endlich auf, dir die Schuld zu geben. Ich will doch nur das Beste für eure Beziehung. Du kannst uns da nicht helfen. Das betrifft nur Erika und mich. Gibst du mir meinen Rucksack, bitte? Wenn du dich jetzt davon stiehlst, dann hilft euch das beiden auch nicht weiter. Nina! Mama, hör endlich auf, dich da einzumischen. Was willst du mit der Tasche? Sag mal, was hat das zu bedeuten? Ich muss für eine Weile hier weg. Ja, aber warum denn? Weil es erstmal das Beste ist. Was soll ich denn noch tun, bitte? Das musst du besser wissen als ich. Wir hatten doch alles geklärt. Ich meine, Nina, ich brauche dich. Ich weiß, dass du es ehrlich meinst. Wo liegt dann das Problem? Erika, ich weiß es doch auch nicht. Nina, bitte, bleib hier. Wie stellst du dir das vor? Soll ich dir jedes Mal die Augen zuhalten, wenn Arno auftaucht? Aber jetzt, wo ich dir gerade alles erzählt habe, ich krieg meine Gefühle in den Griff. Ganz bestimmt. Das habe ich immer gehofft. Ich kann nicht hier bleiben. Nicht solange du nicht 100%ig weißt, wo du hingehörst. Hallo. Na, das ging aber schnell. Wolltest du Heino nicht schon beibringen, dass du nicht mehr seine Chefin bist? Hab ich doch. Wartet Herr Müller schon in der Bibliothek? Welcher Müller? Ja, der Makler. Der Wagen steht vor der Tür. Ich weiß nicht, wovon du redest. Ach, Henning, ich bin nicht zu Scherzen aufgelegt. Das ist ein wichtiger Termin für mich. Wegen deines Bistros, ich weiß. Aber hier war niemand. Ein Herr Müller. Das ist für mich. Danke. Na also, komm. Wir wollen dich nicht bei deiner Zukunftsplanung stören. Viel Erfolg. Tag. Guten Tag. Herr Müller, sind Sie so nett und machen uns einen Tee? Natürlich. Nicht nötig, danke. Gut, dann setzen wir uns doch. Frau Schneider, ich bin jetzt kurz. Ja, wie Sie wollen. Aber wenn wir alles unter Dach und Fach haben, dann stoßen wir an. Einverstanden? Zum Anstoßen werden wir leider keinen Anlass mehr haben. Ich wünschte, ich hätte bessere Nachrichten für Sie, aber ich muss Ihnen leider sagen, dass das Bistro bereits anderweitig verkauft ist. Wie bitte? Ja, aber wir waren uns doch einig. Tut mir leid, aber der Eigentümer des Bistros hat sich umentschieden. Das kommt vor. Ich denke, ich kann mich jetzt verabschieden. Ja, jetzt rennen Sie doch nicht gleich weg. Sie können mir doch andere Angebote machen. Leider nicht. Sie sagten, es sei unheimlich viel auf dem Markt. Ich kann leider nichts mehr für Sie tun. Auf Wiedersehen. Aber Tja, dann werde ich mal. Wo willst du hin? Am Last-Minute-Schalter wird schon irgendwas für mich dabei sein. Nina, ich liebe dich. Wir schaffen das schon. Natürlich. Moment mal. An den Abschied von deiner Mutter wirst du nicht drum rumkommen. Komm her. Wiedersehen, mein Schatz. Und melde dich, wenn du angekommen bist. Ja? Mach ich. Sie wird sie schon im Flugzeug vermissen. Eigentlich sollten wir jetzt die Übernahme vom No Limits feiern. Behalten Sie es trotzdem. Nina wird anders darüber denken, wenn sie wieder zurückkommt. Und bis dahin können Sie auch nachdenken. Und zwar ungestört. Was meinen Sie damit? Ich werde ausziehen. Das ist für uns beide leichter. Nein. Gehen Sie nicht. Wenn ich mit Arno und Ihnen klarkommen will, dann kann nur ich alleine was ändern. Sonst niemand. Na sowas. Und ich dachte, wir könnten feiern. was mache ich denn jetzt bloß? Er hat also einfach das Geschäft abgesagt und ging. Ja, mit der einzigen Begründung, dass das Lokal inzwischen verkauft sei. Der Besitzer hatte sich angeblich anders überlegt. Kann es nicht sein? Ich meine, so etwas kommt doch vor. Eigentlich sollte ich nicht überrascht sein. Ja, der Makler hat sich über mich erkundigt und das mit der Fahrerflucht rausgekriegt. Also ich glaube nicht, dass das damit zu tun hat. Eben. Ich kenne keinen Makler, der Skrupel hat. Weiß nicht.
Vielleicht gibt es ja noch einen naheliegenderen Grund. Was meinst du? Tja, es gibt hier jemanden, der sich sehr gerne in die Geschäfte anderer einmischt. Du meinst Clarissa? Warum zum Beispiel stand Müllers Wagen schon draußen, als du kamst? Im Park spazieren war er wohl kaum. Wohl kaum. Aber vielleicht kann mir ja Clarissa sagen, wo er war. Also ich würde sagen, hier waren wir schon mal. Mensch, das gibt's doch gar nicht. Lach nicht. Ich weiß, dass der See hier irgendwo sein muss. Ja, aber da gewesen bist du noch nicht, oder? Nein, ein Mädchen aus der Uni hat mir den Weg beschrieben. Vielleicht hätten wir doch eine Landkarte mitnehmen sollen. Ich habe ja nicht gewusst, dass es so kompliziert ist. Es tut mir leid. Wahrscheinlich stimmte die Beschreibung einfach nicht. Frauen sind eben manchmal nicht gerade die großen Pfadfinder. Was soll das denn heißen? Naja, sie verlieren öfter mal den Überblick. Nimm's aber nicht persönlich. Doch, das tue ich aber. Und ich verlange Genugtuung. Also, was ist? Komm! Und du gibst Selbstverteidigungskurse, ja? Das ist unfair, ich war gar nicht vorbereitet. Weißt du, eigentlich habe ich gar keine Lust auf so einen Badesee. Das fällt dir aber früh ein. Gerade noch rechtzeitig, würde ich sagen. Ist doch schön hier. Und weit und breit niemand zu sehen. Du dachtest wohl, ich merke das nicht, was? Hallo, Charlie. Du hast Müller dazu gebracht, dass er mir das Bistro nicht verkauft hat. Und versuch ja nicht, das abzuleugnen. Danke, ich brauche sie dann nicht mehr. Für wie dumm hältst du mich eigentlich? Ein bisschen früher hätte ich dich schon erwartet. Aber wenigstens hast du es überhaupt begriffen. Clarissa, das lasse ich nicht auf mir sitzen. Hast du mich verstanden? Habe ich sowas nicht schon öfter von dir gehört? Wie viel hast du ihm denn gezahlt dafür, dass er mich von seiner Kundenkartei gestrichen hat? Oder war er dir noch was schuldig? Der Mann weiß eben, was im Leben zählt. Gute Kunden, ein guter Ruf. Falls dir das was sagt. Das war ja klar, dass du darauf herumreiten würdest. Wenn das so klar ist, warum begreifst du es dann nicht endlich? Hier wirst du keinen Fuß mehr auf den Boden kriegen. Weil du mich fertig machen willst. Genau. Und so wird es überall sein. Kein Mensch wird mit dir noch etwas zu tun haben wollen. Das kannst du nicht machen. Natürlich kann ich. Aber ich gebe dir noch eine Chance. Verlass Düsseldorf. Für immer. Dann lasse ich dich in Ruhe. Gabriela, wenn du nicht willst, dann... Was ist denn hier los?